Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 von unserem James Cook Video. An genau dieser Stelle habe ich mich eben in Teil 1 von euch verabschiedet und heute schauen wir uns in Teil 2 die fehlenden Dinge an. Also seid gespannt, was der James Cook euch sonst noch so zu bieten hat und viel Spaß beim Teil 2 von unserem James Cook Video. Für diejenigen, die Teil 1 nicht gesehen haben, verlinken wir das oben in der Infobox nochmal. Und für diejenigen, die in Zukunft für alle Infos über Videos erhalten wollen, wenn wir neue Videos gemacht haben, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, damit ihr dann informiert werdet. Auch neu, und da tasten wir uns gerade noch ran, Togo hat jetzt einen Instagram-Account, da werden wir euch mit Bildmaterial und auch Infos und anderen Zusammenschnitten zu den Videos nochmal füttern, Stück für Stück. Da müssen wir jetzt auch Stück für Stück lernen, wie man das bespielt, quasi. Ich bin gespannt, es gibt uns Anregungen und wenn ihr Reisebilder habt, einfach mit dem Hashtag Togo Reisemobile bei Instagram hochladen. Würde uns freuen, wenn da auch ein bisschen Bewegung reinkommt und die Community quasi was davon hat. Ja, wir schauen nochmal von hier, das ist mal eine Perspektive, die man so, glaube ich, kaum kennt. Wir haben hier oben Ablagen, die vom Slideout tagsüber verdeckt sind, auch hier an der Seite Ablagen. Das Fenster hier hinten ist natürlich komplett zu öffnen, das habe ich eben auch mal für mich gemacht und damit ist das auch toll und komfortabel. Sollte wirklich mal kein Strom da sein oder der Slideout-Motor aus irgendeinem Belang streiken, gibt es eine mechanische Entriegelung, wo das entkoppelt werden kann und dann kann ein erwachsener Mensch, ich habe das eben selber gemacht, den Heck-Slideout komplett alleine reinschieben, ohne dass Strom da ist. Also da braucht man sich wirklich keine Gedanken machen. Sieht halt lustig aus. Eben das, was ihr von drin gesehen habt, ich habe wirklich, wo ist mein Finger? Da drin auf der äußeren Kante gesessen. Und das wackelt dann nicht. Also das ist schon hervorragend verarbeitet. Das ist das Fenster von hinten. Da kann man eben auch komplett öffnen. Und so haben wir den Blick hier von der anderen Seite. Sicherlich gewöhnungsbedürftig. Witzigerweise finde ich aber, wenn das Slideout drin ist, das Heck sogar schöner als mit den klassischen Türen. Und eins darf man eben nicht vergessen. Eine der Schwachstellen bei jedem Kastenwagen ist, dass wir hinten die Hecktüren haben, die mit einer umlaufenden Dichtung haben, die in der Mitte die Mitteldichtung haben. Das ist ein Thema, was natürlich hier komplett wegfällt, weil wir alles ein GFK-Teil haben. Das ist umlaufend isoliert. Das ist mehrschichtig, also Innen- und Außenschicht und isoliert. Man soll sich nicht fühlen wie draußen liegen, sondern das ist wirklich eine zusätzliche, echte, isolierte Schicht und wahrscheinlich besser als die serienmäßigen Hecktüren. Interessant für alle ist natürlich auch, was wir für Stehhöhe im Fahrzeug haben. Wir haben hier, ich messe das jetzt mal genau in dem Mittelgang. Wir haben hier 1,90 Meter und das wird in der Nasszelle ähnlich sein. Da haben wir, aber wir gucken uns das vorsichtshalber mal an. Jetzt ist der Duscheinleger hier drin. Hier haben wir 1,85 mit dem Duscheinleger. Beim Duschen nehme ich den ja raus, dann passt das ja auch wieder.
Ja, gegenüber von der Dusche haben wir den Küchenblock. Auch der, das seht ihr hier auf den ersten Blick, ist komplett ohne Griffe. So, es fängt wieder an zu regnen. Dann machen wir hier mal wieder zu. Dann haben wir auch besseren Eindruck, wie das alles wirkt. Hier ist es so, wir klappen das mal auf. Das ist die normale Westfalia Kücheneinheit mit dem zweiflammigen Gaskocher und daneben dem Waschbecken. Im Anschluss hinten dran der Kühlschrank. Ups. Flasche Wein, Flasche Bier, alkoholfreies Bier. Irgendjemand Bedarf? Nein. Ich habe jetzt noch den so großer Kühlschrank mit dem separaten Gefrierfach. Das ist rausnehmbar. Das heißt, ich kann mich entscheiden, ob ich mehr Kühlraum oder das Gefrierfach haben will. Der Kühlschrank auch mit, na, wie nennt sich das? Mit Performance, Silence und Boost, also 3 verschiedene Modi, um das Ganze zu machen. Und das ist ein Kühlschrank. Ich weiß jetzt nicht, ob man das zwingend braucht, aber na, zack. Der Kühlschrank natürlich von beiden Seiten zu öffnen, ist ja grundsätzlich eine praktische Funktion. Und wenn ich abends mal was aus dem Bett haben will, ist das bestimmt auch toll. Alle Schalter oder alle Lampen kann ich nachher über dieses MB Advanced Control da oben steuern. Aber die Lichtschalter selber haben eben, oder die Lampen selber haben dann auch nochmal entweder Touch an sich selber oder die Lichtschalter hier, über die ich auch nochmal separat dimmen kann. Die Küche ist absolut grifflos. Ich kann das im Prinzip einmal durch Touch öffnen. Das gleiche haben wir jetzt in 3 Schubladen und kann die richtig mit Schwung zuschmeißen und dann ziehen die ganz leise rein. Als zusätzliche Arretierung, damit das während der Fahrt nicht raus kann, habe ich hier oben, hat man glaube ich gehört, eine Verriegelung. Jetzt sind die Schubladen so, dass ich nicht ran kann. Jetzt habe ich sie entriegelt. Wenn ich da oben jetzt wieder aufmache, müsste, wenn ich alles richtig gemacht habe, nicht lang genug, die jetzt wieder rausgehen. Perfekt. Und wieder zu. Das ist schon schick. Und das Ganze halt super klar in der Linienführung, in der Materialauswahl, schlicht, ergreifend, halt typisch Westfalia. Das Cockpit des James Cook kennen die meisten von euch ja schon aus anderen Videos, zum Beispiel zum Lastrada Regent S. Da haben wir das ja schon mal gezeigt. Und was man hier ganz gut sehen kann, auch beim Slide-Out ist dran gedacht, wenn man vergessen haben sollte, ihn rauszufahren. Er sagt mir hier sofort an, Aufbautür ist offen. Ich habe hier die Hecktüren offen angezeigt, die Schiebetür ist jetzt auch offen, so dass man das nicht vergessen kann. Ja, insgesamt ziemlich cooles Cockpit und sicherlich von den Fahrzeugen, die man momentan erwerben kann, am dichtesten am PKW dran mit diesem riesen MBAC, also Mercedes-Benz Advanced Control hier in der Mitte. Der hat jetzt auch das 360° Parkpaket mit dabei und das gucken wir uns jetzt genau an. Aber damit ihr erkennen könnt, was das kann, fahre ich jetzt mal kurz den Slide-Out ein, weil das, was wir hier sehen, ist quasi Slide-Out und deswegen hat er auch in der Rückfahrkamera-Perspektive das hier momentan, ja, kann er nicht so richtig anzeigen, was Sache ist. Ich fahre den kurz rein und dann schauen wir uns mal an, was das Mercedes-Cockpit hier vorne kann. So, ich fahre jetzt mit dem James Cook ein bisschen durch die Gegend. Was ich gerade mal ausprobiert habe für mich ist, wie das mit dem Seitenassistenten funktioniert. Und das finde ich ganz spannend und da habe ich gedacht, da mache ich die Kamera nochmal separat an und wir schneiden das einfach irgendwo separat mit rein. So, ich gehe mal kurz auf die Perspektive nach vorne, dass ihr meinen Blickwinkel habt. So, das kann man gut sehen. Da sind jetzt ein bisschen höhere Gräser an der Seite. Ich fahre da mal bewusst dicht dran. In dem Augenblick, wo das Auto merkt, ich fahre dicht dran, schaltet er mir die Rundumsichtkameras mit ein. Kann man das hier auf dem Ding erkennen. Und zeigt an, du bist da rechts viel zu dicht dran und piept auch wie wild. Das finde ich ganz cool. Mir war das nicht bewusst, dass der sich dann einfach einschaltet, sondern ich dachte, das wäre vor allem beim Parken aktiv. Wenn ich dann weg bin, geht er von alleine wieder aus. Eigentlich halt wie die Parksensoren, die man von den PKWs kennt, aber dass er halt die Kamera dabei mit anschaltet. Finde ich eine gute Geschichte. Ich habe jetzt den Slide-Out zugemacht. Jetzt gucken wir einmal hier durch die verschiedenen Menüfunktionen, die uns der Mercedes anbietet. Guck mal, erstmal haben wir hier unten, guck mal, da haben wir den Direktzugriff. Das Spannendste, glaube ich, ist das 360° Parkpaket.
Einmal drauf gedrückt, kann ich schon mal alle Kameras anschalten. Hier sieht man im ersten Augenblick, gehen wir in den normalen Rückwärtsgang. Das ist so die Rückwärtsgang-Ansicht. Zeigt an, hauptsächlich nach hinten. Auf dem großen Monitor hier habe ich wirklich das, was ich nach hinten habe. Ich fahre einfach mal ein Stückchen, dass sich da hinten was bewegt. Achso, ja, Handbremse dafür sollte man lösen. Zack. Guck, so ist Bewegung. So hat man das da alles wunderbar da. Was jetzt hier richtig cool ist, ist, dass ich verschiedene Modi habe. Das ist quasi klassische Rückfahrsicht, so nach hinten jetzt. Nur damit da ein bisschen Bewegung ist. Das hier ist unten das Heck vom Auto und ich kann halt echt gut nach hinten gucken. Das ist einmal die Aufsicht aufs Auto und hier sehe ich die linke und rechte Kante. Dafür habe ich halt Kameras im Spiegel und in der Front. Und da kann ich fahre mal ein Stückchen vorwärts, damit da Bewegung drin ist. Das ist eine große Wiese. Kann nichts passieren. Wunderschön hier bei uns. Dann bewegt sich das da alles. Dann kann ich sagen, oh, ich kann da vorne vor der Schnauze nicht richtig erkennen. Das ist jetzt die Frontkamera, mit der man halt super gut erkennen kann, was da Sache ist. Nicht, dass man auf dem Stein irgendwo aufsetzt. Und dann habe ich nochmal die Frontsicht. Ich fahre mal ein bisschen hier, dass man das, vielleicht finden wir ja irgendwo einen Stein, gegen den wir mal gegenfahren können. So, glaube ich, kann man auf jeden Fall richtig gut sehen. Also ich glaube, wer sich einen Sprinter kauft, sollte so ein 360 Grad Parkpaket mit dazu nehmen. So, was haben wir noch? Daneben einmal ganz klassisch Radio, Lautstärkeregler ist klar. Und dann habe ich hier eben auch den Zugriff auf die ganzen Assistenzsysteme Mercedes-seitig. Da habe ich eben die Assistenzsysteme, dann kann ich am Fahrzeug schauen, ich kann Winterreifen-Limits einstellen, ich kann mir eine akustische Bestätigung geben, wenn ich die Türen verriegel, ob die Türen automatisch verriegeln sollen, dass er rechtzeitig die Tankstellen suchen soll, kann ich alles einstellen. Ich kann Nachleuchten einstellen, wie lange das sein soll, dass er hier an der Seite die schönen Lämpchen anmacht, innen und außen. Das habe ich bei System, auch spannend, Display. Display, ich kann halt alles konfigurieren. Das ist halt wirklich was für Leute, die da Spaß dran haben. Man kann sich mit jedem Detail auseinandersetzen. Ich glaube, was man an dem Mercedes-Ding einmal verstanden haben muss, ist, weil wir viele Kunden haben, die so ein bisschen Respekt von dem Gesamtpaket haben. Weil wenn ich mir das angucke, sind da schon echt viele Knöpfe im Lenkrad mit einem Display da, hier und da unten. Aber das, was einem einfach klar sein muss, ist, eigentlich habe ich dreimal das gleiche. Für jeden Bedienungstyp das, was ich will. Und zwar kann ich im Lenkrad Dinge steuern. Da habe ich hier auf der Seite die ganze Geschichte mit Abstandsregeltempomat. Da gucken wir gleich nochmal drauf. Dann habe ich hier Telefon, Lautstärke und solche Dinge. Wer will, ups, jetzt habe ich mich am Mikro verfangen. Wer will, kann das Ganze, wer Tasten lieber mag, kann das hier eben auch über Tasten Touchscreen machen. Und als dritten Zugang habe ich eben immer noch das Hey Mercedes. Und damit kann ich die Navigation dann eben auch über die Sprachsteuerung einstellen. Das zweite, was ich im Augenblick gebraucht habe, bis ich es verstanden habe, ist, wie gesagt, das Lenkrad ist eigentlich nur eine Wiederholung von der Zentrale drin. Aber das hier sind keine Knöpfe, sondern, wir gehen mal kurz zurück, dass man das sehen kann in der Mitte, sondern das ist, kann man so, könnt ihr das auf dem Display sehen? Damit kann ich, der moderne Mensch sagt swipen, mir halt die ganzen Funktionen raussuchen. Und da wird's dann halt richtig interessant. Hier bin ich in dem Fenster, habt ihr gesehen, ich kann hier mit hoch runter, also links rechts bin ich rübergegangen, die ganzen Medien, Radio, und da habe ich Mercedes-Benz Advanced Control. Einmal Knopf drücken oder nach unten, nee, nach oben, wie rum muss ich wischen? Drücken muss ich. Habe ich das Mercedes-Benz Advanced Control und dann habe ich das gleiche, was ich hinten auch habe. Und so kann ich während der Fahrt meine ganze Einstellung hier vorne eben auch vornehmen. Und das sind die gesamten Funktionen, die ihr hinten eben auch gesehen habt. Mit der Wohnraumbatterie, die ich mir hier angucken kann. Solaranlage, wenn sie drauf wäre. Frischwassertank, jetzt 100% gefüllt. Grauwasser. Elektrisches Ventil, auch super spannend. Ventil öffnen und wieder schließen. Passiert alles automatisch. Und was natürlich schon relativ sexy ist, ist, dass das alles in das Mercedes-Ding integriert ist. Ich gehe mal hier oben auf Übersicht zurück.
Gucken wir uns nochmal die Funktionen an, die hier sind. Das haben wir ja vorhin schon mal in dem anderen gesehen. Ich kann über Wohnen, kann ich den Kühlschrank ein- und ausstellen. Ich kann später, wenn ein Soundsystem angeschlossen ist, das einstellen, ob das eher auf Wohnraum oder auf Fahren eingestellt ist mit Basslastigkeit und solchen Dingen. Was habe ich hier als Fahrzeug? Ich sehe Slide-Out ist ausgefahren, Trittstufe ist jetzt eingefahren. Ich kann mir theoretisch die Außentemperatur anzeigen lassen. Das geht jetzt nicht bei eingeschalteter Zündung. Und dann kann ich hier hinten auch Lichtszenarien, die wird das Auto von Haus aus mit dabei haben. Kann ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wir machen das mal. Wie machen wir das? So, Selfie-Modus. Mal gucken, ich mache jetzt mal dahinter mir die Lichter an und aus. Ja, falscher Knopf. Kann man das sehen, dass wir jetzt, ich habe jetzt auf gemütliches Lichtszenario eingestellt, dann wird das alles ein bisschen weniger hell. Das ist das, was Westfalia Essen nennt, da ändert sich halt die Lichtfarbe insgesamt und so ist es einfach hell. Ich sag mal, wenn ich tagsüber oder zum Spielen das richtig hell haben will. So, interessanter für euch ist aber, wie es hier vorne aussieht, also wieder auf den Monitor vorne gehen. Dann kann ich hier auf den Wohnraum, da kann ich auch das Licht anmachen. Ich kann sogar im Bad hier das Licht an- und ausstellen während der Fahrt. Also wenn jemand auf Klo sitzt während der Fahrt und ihr ihn ärgern wollt, könnt ihr hier alles an- und ausmachen. Heizung können wir steuern. Überhaupt ein Thema, was glaube ich wichtig ist bei dem Auto, weil noch nicht so viel zu dem James Cook bekannt ist. Wir haben hier eine Warmwasserheizung, wie wir sie aus dem Columbus kennen. Da haben wir in diversen Videos sind wir da auch schon mal drauf eingegangen. Wir haben eine Warmwasserheizung, das heißt, ihr habt eine Fußbodenheizung, die man hier drüber ein- und ausschalten kann in verschiedenen Stärken. Wir können im Bad die Temperatur separat steuern. Wir können das Ganze mit Zeitsteuerung und Nachtabsenkung machen. Und im Wohnraum kann ich hier auch die Temperatur einstellen. Also ich habe keinen klassischen Heizungsregler wie vorher, sondern ich mache das alles über die Touch-Displays und eben serienmäßig hier vorne. Und wenn ich das zusätzliche Panel bestelle, eben auch hinten im Wohnraum. Was haben wir bei Versorgung noch? Achso, das hatten wir schon. Und bei den Einstellungen kann ich halt noch aufs Rear Display und ich kann das Ganze dann auch noch per Bluetooth koppeln und dann könnt ihr die Steuerung auch übers Handy machen. Wenn ich den Abstandsregeltempomat einstellen will, dann kann ich hier über den linken, kann man das im Display unten sehen, da ist der Abstand der zwei Autos da unten, die mir eben zeigen, wie dicht der Mercedes anfährt an den Vordermann. Dann zeigt er mir an, ich fahre jetzt gerade Richtung Osten. Ich habe ja keinen echten Schaltknauf mehr, sondern hier nur noch den kleinen Hebel. Dadurch habe ich natürlich einen wunderbar breiten Durchgriff. Ja, guck mal, so sieht das aus, wenn man auf dem Fahrersitz sieht. Das ist das, was ich im Rückspiegel sehe. Wenn der Rückspiegel richtig eingestellt wäre. Aber auf jeden Fall eine ziemlich coole Perspektive. Ist das nicht ein schickes Auto da hinten? So sieht der Westfalia James Cook aus. Ja, wenn ihr sagt, das gefällt mir, aber irgendwie ist das mit dem Slide-Out nicht so meins. Wir vertreten ja Lastrada und Westfalia. Bei Lastrada gibt es mit dem Regent S ein Fahrzeug mit den gleichen Außenabmessungen, der ein Heckdoppelbett quer hat. Ganz anderer Ausbauansatz. Dazu haben wir natürlich auch schon ein paar Videos gemacht. Die verlinken wir euch in der Infobox, die jetzt da oben erscheinen sollte und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und die einzelnen Vor- und Nachteile der verschiedenen Konzepte besprechen wir einfach gemeinsam. Das kriegt man schon geregelt. Es sind halt unterschiedliche Ansätze. In der Regel sagt die Erfahrung, gefällt euch der Westfalia gut, seid ihr wahrscheinlich in dem Lastrada eher nicht so zu Hause. Gefällt euch der Lastrada gut, seid ihr wahrscheinlich in dem Westfalia eher nicht so zu Hause. Preislich ist es ähnlich. Ein Mercedes Sprinter mit Allrad und sonstigen Dingen ist natürlich immer ein hochpreisiges Fahrzeug. Lastrada hat, wie gesagt, ein Heckdoppelbett quer. Dafür kein Slide-Out, aber eben auch keine Möglichkeit verschiedener Dachvarianten. Das kann nur der Westfalia James Cook. Ja, ich hoffe, dass ihr einen guten Eindruck von dem James Cook bekommen habt, Teil 1 und Teil 2, und wünsche euch viel Spaß bei allen weiteren Videos. Ich fahre jetzt noch ein bisschen, höre mir mal an, wie das Fahrzeug, oder fühle mal, wie das Fahrzeug vom Fahren wirklich ist. Freue mich auf euren Besuch. Wenn ihr Lust habt, so einen James Cook für euch zu konfigurieren, weil ihr sagt, das wäre ein Auto, was euch gefällt, plant ein bisschen Zeit mit ein. Zum einen sind viele Fragen zu beantworten, also plant in 2 Dimensionen Zeit ein. Einmal brauchen wir ein bisschen, um das alles zu besprechen. Aber was man auch nicht unterschätzen darf, sind die Lieferzeiten. Also geht mal davon aus, dass ein Auto ungefähr 12 Monate Lieferzeit hat.
Teilweise ein bisschen länger, teilweise ein bisschen kürzer. Und für die Fragen, die auftauchen, stehen wir euch gern zur Verfügung. Und wenn die ersten Autos bei uns sind, werden wir das Ganze nochmal zu zweit filmen und dann vielleicht noch ein paar mehr Details zeigen. Aber ich glaube, heute und in dem letzten Video habt ihr schon mal einen richtig guten Überblick über den James Cook bekommen. So, man sieht, ich habe ordentlich gearbeitet. Das ist nämlich ganz schön warm heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe heute wahnsinnig viel über den James Cook gelernt. Abonniert unseren Kanal, bleibt uns treu, bewertet uns positiv, damit wir bei YouTube weiter nach oben kommen und die Videos ordentlich gesehen werden. Wir freuen uns über viele Zuschauer, das ist der Lohn unserer Arbeit. Und für alles, was ihr zusätzlich an Anregungen habt, schreibt es doch einfach unten in die Kommentare und dann versuchen wir das Stück für Stück weiter mit einzubinden. Viel Spaß bei den weiteren Videos, bis bald bei uns in Stove, alles Gute!